Und hier sollte ja nun halbwegs aufgeräumter sein, obwohl die Brücke immer noch halbwegs kaputt ist. So wie es aussieht. Das im Himmel sieht schön aus mit diesen, sag ich das mal, Asteroidengürtel, den wir dann anscheinend jetzt um den Planeten drumherum fliegen haben. Oh, Rena. Alphen! Shion! Shion! Yo! It's been so long. It has. You're both looking well. Never been better. Well, just talking about us, though. There's apparently some trouble in town. Kisara, Dohalim. Ah, wir sind alle da. The gang's all here. So, what's this trouble you mentioned? Renans have returned to the city, living alongside the Dahnans here. There were a lot of vacant houses after the mess with Almadria, right? Some refugees from Lenegis have taken up residence in them. Bayfon decided to take them in, but not everyone has been so welcoming. That's putting it lightly. Mm-hmm. The situation's a bit of a powder keg. The smallest spark could set it off. So Renans do live here. If that's the case, then why... Oh, who's that? This? This is Nazamil. I'm Rinwell, and this here is Hoodle. Nice to Oh, meet Hut ya. ist auch wieder da. Sehr schön. Some Dahnans from around here are after her. Because her father is a lord. A lord? I see. So she draws more attention than your average Renan, then. We've brought her along so we can at least figure out what's going on. Plus, there's the mausoleum issue. Let's go see Bayfon. You see, we were actually just there, but he's out, and we couldn't meet with him. Then, for now, how about we take Nazamil to the area where the Renans live? Huh, not a bad idea. You okay with that, Nazamil? Das ist die Renäer, die sie auch verscheucht haben, oder was? Ja, jetzt ja wahrscheinlich die anderen auch wieder alles zurück, ne? Ja. Das heißt, wir werden gleich erstmal uns nochmal durch die... stimmt. Ein goldener Schild sieht bei ihr schon cool aus. Wait. Gibt's was Geiles, was schön matcht mit dem goldenen Schild da? Es ist ein schöner Kontrast mit der Black Armor, aber leider ist der Kolben halt immer noch Silber. Dementsprechend. Ja, Fähigkeitenmatrix bei den anderen reingucken. Oh, okay, das wird lang. Das kann etwas dauern. War überhaupt nicht übertrieben laut. Okay. Negative geht einfach, weil wir einen Set-Boost bekommen. Was haben wir denn hier? Booster zeigen wir die Gegnerniederstreckung. Zeigt bei 10 Treffer-Kombo, das ist, ja. Generation. Wir gerne mal mit rein. Mehr AL, danke.
Verbessert die Heilungsart. Jupp. Haben wir noch irgendwo anders AL? Nö, es sollte dann glaube ich schon gut sein, was AL angeht. Dann können wir noch einen Stat Boost rausholen, dementsprechend machen wir das mal. Schöne Wiederherstellung. Ist bei ihr vor allem speziell sehr nice. Crit Boost, ja. Machen wir das mal so bei ihr. Hast du Überlimit Verlängerung? Erwachen ist bei ihm halt sehr nice. Es ist halt sehr geil, wenn man von vornherein so ein bisschen die Option hat zu pick, to choose und pick, was man alles so haben will. Ohne dass man die ganzen Titel erstmal nach und nach freischalten muss, kann man wenigstens relativ schnell auf Sachen bauen, die man auch gerne haben will. Wirkungsmobilität ist bei ihr schon relativ nice. Wirkungszeit bei einer Combo. Dann nehmen wir die ausweichende Fernway halt auch mal mit. Ich weiß, glaube ich, einfach gar nicht so viel selber spielen, einfach weil ich nicht so viele Arts bei ihr habe. Es macht erst Spaß, wenn man bei ihr auch schön die ganzen Arts spammen kann. Ich will mir am Anfang vielleicht ein bisschen mehr bei Elf-Mode und mal bei anderen bleiben. I'm Kisara. I hope you'll feel free to talk to me anytime. I am Dohalim Ilkaris. Pleased to make your acquaintance. Dohalim? The Lord? Former Lord. These days, I am simply the man you see before you. Nothing more. I'd hardly say you're nothing more. Oh, wir haben jetzt auch Tier 6 Materialien. Sehe ich gerade. It's good to see you guys, but with the city being so on edge, it's hard to relax. The Renans and Dahnans here don't trust each other. This place is a far cry from Vicent. What about Pelagian? You took in most of the refugees from Lenegis, didn't you? I've settled them on different levels of the city, so contact between the two cultures is minimal. Better to gather all the Renans in one place to avoid unnecessary conflicts, huh? And with the Lord guy here in charge, no one can do anything too crazy. Come on. He's carrying out his duties as the Renan representative. But if that's true, are you sure it's okay to leave the city? Fortunately, I have people there I can rely on. Leaving for a short while shouldn't be a problem. And Okay. Kisara, you're the captain of those new troops in Vicent, right? That's right. The Service Corps. We're made up of former members of the Guard and armored soldiers. We serve as the people's shield in the new era. That's sweet. I'm not used to teaching so many new recruits, but I'm managing somehow.
Rinwell, you're in Vicent too, aren't you? Is your nose still stuck in a book all the time? Yep. There are too many books to read, so I always end up cooped up at home. Hey, you go out sometimes, like when you're investigating the ruins. You seem to know a lot about it. Oh, not really. It's just that sometimes I guard caravans as part of the Crimson Crows, you know? So whenever I stop by Vicent, I pop in to help with stuff. Anyway, what have you been up to, Alphen? Ja, Are die ganze you Zeit and am Botten ist. Shion still traveling around as usual? Yeah, I don't feel ready to settle down in one place just yet. Shion? Sorry. It's been a while, but it doesn't feel like anyone's changed, you know? You're right. It really feels like the old days. I know we've got a lot of catching up to do, but Nazamiel must be getting bored by now. You're right. Sorry, Nazamiel. I don't mind. I wonder what the Renans here were doing when Nazamiel was being chased down. She doesn't seem too excited to see them. You think they had something to do with it? I'm not sure. It's possible. Hat sich das Map-Layout nicht gechanged? Nö, nicht groß. Okay. Aber er sieht wenigstens mal schön aufgeräumter aus. Zwar die Brücke hat zwar noch ein paar kaputte Stellen. Aber zumindest der Großteil ist wieder halbwegs aufgebaut. Sieht schön aus. Ah, die haben sich ja alle, die sind jetzt alle da, wo Dahnas Mom mal gewohnt hat. Oder noch wohnt. Wohnte. Who knows? Nazamiel? What are you doing back here? Away with you! You don't belong here. How many times do we have to say it? How could you say such a thing? She's a Renan just like you, and a child at that. If it isn't the blazing sword, the very person who destroyed our society, you're one to talk. You Renans value lineage and social standing, don't you? Nazamiel is the daughter of a lord. Her father was a lord, yes. He was the esteemed Lord Ah. Urwagil, the former water lord. Urwagil, the lord who preceded Volron. But that girl's mother is just some embedded nobody! Her mother is a Dahnan? The blood of a glorious lord mixed with that of a lowly slave. It's repugnant. That girl is no Renan. Every one of us here agrees on that. Hey! Bastards just spewed their hatred and left. A child with both Dahnan and Renan blood. Is that even possible? Sollte sie eigentlich. In the old world, I'd heard rumors that it happened on rare occasions, but not of any children that reached her age. You knew this would happen, didn't you? Why didn't you say something, even though you knew it would be painful? It was too much to explain, and I'm in no pain. But it's wrong to judge someone because of how they were born. Musst du gerade sagen, Rena, das hast du am Anfang auch gemacht. Let's go back to look for Bayfon. It's better than staying here. Aber es zeigt, wie sehr sich halt die Gruppe auch in dem Fall auch geändert hat. You Ja. said you weren't in any pain, but is that really true? Why do you ask? Is it possible you just got used to the pain? I can't remember. Also, ein bisschen viel zu sagen, musst du gerade sagen, Ren, weil es ist sehr gut, dass diese Bründe das mittlerweile halt so denkt und so sagt. Ja, schon sehr schön. Yeah. Hi, Flammenshirt. Ich habe gehört, dass du in der Nähe bist, deshalb wollte ich dich holen kommen. Du bist hier, um Bayfon zu sehen, oder? Ja, wegen des Mausoleums. Ah, da bin ich froh. Es ist gut, dass wir es gefunden haben, aber es stillzulegen würde unsere Kann etwas übersteigen. Das Skizzerzeugen in der Luft kommt auch von den Mausoleen, oder? Ich habe gehört, dass es das 3-Energie ist, aber es ist kaum mit anzusehen. Ja, es handelt sich um das 3-Energie, die von der Verschmelzung der Zwillingswelten übrig blieb. Normalerweise würde sie von Materie absorbiert. Aber dem Mausoleum verhindern, dass das geschieht. Interessant. Okay.
Warum tauchen die Mausoleum immer noch auf einmal auf? Also können Dahna und Rena noch nicht vollständig eins werden. Die Mausoleum waren dafür nicht vorgesehen. Wer weiß, welche Auswirkungen es hat, wenn wir uns nicht darum kümmern. Das ist das letzte Jahr herumgereist und haben jedes Mausoleum versiegelt, das wir finden konnten. Ah. Das sind Maschinen von den ursprünglichen Renäern, richtig? Klingt schon mal ungut. Das heißt was so für mich, aber ich bin froh, dass ihr euch kümmert. Wer von ist im Mondviertel auf unserer Seite der Stadt? Geht mal bei ihm vorbei. Okay. Ich will mal kurz mal hier reingucken im Inn. Also im Gästehaus. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Wir haben einiges an Stuff, den wir kaufen könnten. Oh, man kann jetzt mal auch Materialien kaufen. In verschiedensten Raritäten. Ah. Erstmal primär gucken, dass wir aber halbwegs gesettelt sind, was Healing-Items angeht. Wegen den Items müssen wir mal gucken, was man für was braucht, ne? Did we really just spend that much money? Yep. So, jetzt kann man Elementarangriff. Mit Frostresistenz und Dunkelschaden. Das wäre was für Dualin. Physischer Schaden, minus 20, Flugresistenz, Erdschaden. Maximaler KP-Schaden. Ah. Da brauche ich hier was zu tun, weil für Elfen nicht so sinnvoll, weil er hat nie hohe also volle KP. Ich würde es aber erstmal Lore geben, einfach damit er was hat dann. Also es geht erstmal jetzt primär einfach darum, damit wir irgendwas haben. Also Inventarangriffe könnt man mitnehmen. I'd like. Wir können auch Dohan ihm das eine schon mal geben, was für ihn passender ist. Machen wir es so erstmal. Da haben sie wenigstens halbwegs mal was. To check their wear. Und waffenfertigen brauchen wir einen Stuff, den wir noch nicht haben. Okay. Oh, wen haben wir es? Schwere Eisenpanzerhand. Ah, komm. If you don't mind. Gut. Auf zur Bay fahren. Bayfon. Wow, look who it is. It's been a while, hasn't it? Huh? Nazamil. Ah. Thank goodness you're safe. So, some of the refugees we took in from Lenegus knew of Nazamil's identity, huh?
The situation in Niez is delicate, to say the least. So I thought it would be better if I sent her to Vicente. I guess some unhappy residents went after her before she could make it there. Yeah, that's why I went looking for her as soon as I found out. It's fortunate that you found her first. I would just send her off on her way, but she may be attacked again. Yes, that is true. However, it would be just as dangerous for her to stay here, too. Well, okay then. Why don't we escort her to Vicente ourselves? But what about while we're at the mausoleum? Things being as they are, she can't just wait around here. Or we could take her with us to the mausoleum. It's dangerous to send her off, and it's dangerous for her to stay. She'll be safest with us there to protect her. I'm fine with protecting her, but doesn't the mausoleum have its own dangers? You're right, that is a concern. However, with all of us there, I think we'll be okay. Sounds good to me. After all, it's better to stick together than split up. Mhm. We can head back to Vicente after we finished at the mausoleum. Is that okay with you, Nazamil? Sure. Just where is the mausoleum anyway? In the ruins at Adon Lake. It's pretty deep in, so you'll need to be cautious. Okay, da wo es uns das Game von geblockt hat, hinzulaufen. Ja, du brauchst mir keine Tutorials über Sidequests geben, danke. It's easy to forget in Menancia, but the enmity between Dahnans and Renans still runs deep. Hearts and minds cannot change as quickly as circumstances. We must be patient. I guess that's a mature way of looking at it. Ja. Trotzdem sollte man wenigstens ein paar Kleinigkeiten dafür tun, ne? Alles von alleine, also es wird ja halt nicht alles von alleine regeln. Yeah. Hallo zusammen, bitte entschuldigt die Frage, aber können wir uns zur Hand gehen? Hm? Klar, kein Ding. Hey! Gibst du wirklich so ein leichtfertiges Versprechen ab? Na, wie es aussieht, haben wir jetzt so wenig Leute. Wir können sie nicht einfach stehen lassen. Also, was sollen wir tun? Wir wollen mehr Flaggen für die finstere Schwingen herstellen, aber dafür müssen wir Materialien sammeln. Das Problem ist, da wo es die Materialien gibt, treiben sich Zuge darum. Deshalb ist es schwer, sie sicher zu sammeln. Können wir da schon sehen? Unser Spezialgebiet. Wir machen einen kurzen Prozess mit den Viechern. Aber du meinst, ihr stellt Flaggen her? Müsst ihr euch wirklich so in Gefahr bringen, nur um Flaggen anzufertigen? Ja, wir dachten uns, wenn wir eine Flagge hissen und zeigen, dass es in einer dänischen Stadt ist, verstehen es die Renäer, die sich nur beschweren. Bist du wahnsinnig? Damit legst du es doch nur auf Zoff an. Natürlich auch so. Selbst wenn es nicht deine Absicht ist, dient es in der Situation keinesfalls. Und für Bayfon arbeitest, solltest du wissen, wie er sich bemüht, die Beziehung zu Renäern zu verbessern. Warum willst du das torpedieren? Ich dachte, wenn ihr mit den Krawallen ersetzen, wird die Stadt friedlicher. Damit bezweckst du genau das Gegenteil. Bayfon kümmert sich um den Handel und achtet darauf, keine Spannung zu schüren. Das rechne ich ihm hoch an. Klingt so, als hätten ihn Lostworte wirklich überzeugt. Beeindruckt. Beeindruckt? Warum habe ich das Gefühl, dass es ein vergiftetes Kompliment war? Wie auch immer. Was soll dir helfen, wir euch nicht? Weißt du, natürlich ist die Idee, eine Flagge zu essen, nicht die schlechteste. Was meinst du? Well? Keine Flagge, um die Renäer vorzuführen, sondern eine neue Flagge, die die Koexistenz zwischen Renäern und Denäern symbolisiert. Vielleicht haben die Leute dann das Gefühl, wenn sie für dieselbe Stadt und unter derselben Flagge arbeiten, spielt es keine Rolle, wer woher kommt. Ja, mal überlegen, wäre es die Rose der Einheit auf die Flagge zu setzen. Ah, die zweifarbige Blume, die als Symbol der neuen Welt gelten. Hm? Zwei Farben für Dahna und Renas dunkle wie helle Elemente. Oh, wow! Das ist eine super Idee. So werden sie immer, wenn sie die Flagge sehen, daran erinnert, dass Renäer und Denä in derselben Stadt leben. Right, dadurch, dass ja Shion die ganze Zeit halt Dornen- und Rosen-Thematik an sich dran hat. Man muss nur mal ihr Outfit angucken. Ist damit indirekt Shion das Symbol für die neue Welt? Das mag immerhin schon dauern, aber vielleicht wäre es ein Anfang.
Schön, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. In dem Fall überzeugen wir vielleicht auch Bayfon davon. Shion? Ja, und warum helfen wir ihr nicht? Ja, einfach mal eine neue Flagge zu gestalten. Mal schön, gib mir zur Hand. Was ist mein Vorschlag? Wirklich? Toll, vielen Dank. Damit helfen wir Bayfon wirklich. Du bist verstanden darüber hinweggekommen. Und dann bringen wir die Sugel zur Strecke und kommen wieder her. Okay. The smallest spark could set these Dahnans and Renans against each other. Glad we managed to extinguish this one early. Just thinking about how tense the situation is makes me anxious. It is a deep-rooted issue that will not easily be solved. True, but it will need to be dealt with eventually. And we have to do whatever we can to see it through. Okay, dafür müssen wir zweimal mal da und sehen sowas machen. Mach hier noch beides? Ah, da drüben. Okay. I sense a Kind of poor Renäer. soul who is in dire need. How? Lotto Halim, dürfte ich wohl mal mit deiner Zeit bitten? All right? Gegen du einen dringliches Anliegen? Das ist wirklich ziemlich eilig. Ich bin für die Essensversorgung der Renäer zuständig, aber uns gehen die Vorräte aus. Ich kann kaum noch etwas kochen und meine Familie hungert bitterlich. Wenn es so weitergeht, werden wir alle verhungern. Well, Ich hörte, dass Nahrungsmangel nie ist dank Hilfslieferungen aus den anderen Ländern und der Selbstversorgung der Stadt kein erstes Problem. So sollte es sein, aber irgendwie kommen die Vorräte nicht bei uns Renäern an. Of course. In der Stadt gibt es genug zu essen. Warum werden sie nicht alle gleich versorgt? Vielleicht machen die Renäer das mit Absicht. Mit Absicht? Warum sollen sie das tun? Die Essenverteilung sind Renäer verantwortlich. Vielleicht lassen sie uns aus Rache weniger zukommen. Einige Bewohner Niers hegen wegen der Vergangenheit noch einen Groll gegen die Renäer. Aber ich bezweifle, dass jemand so weit ginge. Oh, trust me, ich denke mal, dass wirklich viele da so weit gehen würden. Nein, ich bin sicher, dass sie genießen es, uns leiden zu sehen. Guten Morgen, Benjamin. Es sind hinterlistige Schikaner. Die Renäer sind offenbar nicht in der Lage, rational zu denken. Aber das wissen wir noch gar nicht mit Sicherheit, oder? Vielleicht ist das Essen aus irgendeinem Grund nicht bald angekommen. Ich hatte keiner gefragt. Oh, Leute, mein Leben, könntest du für uns ein erstes Wort mit diesen Renäern reden? Ich sehe das Problem ein. Zunächst möchte ich aber einiges klarstellen. Selbst wenn deine Vorwürfe zutreffen und ein Renäer der Übeltäter ist deine Haltung völlig inakzeptabel. Hör auf alle Renäer über einen Kamm zu scheren und unterlasse deine diskriminierenden Kommentare. Diese Tage sind vorüber. Und deine Haltung gegenüber meinem Freund beleidige ich mich genauso. Darüber sehe ich nicht hinweg. Bitte verzeiht mir. Wenden wir uns erstmal den dringenderen Problem zu. Zuallererst müssen wir den aktuellen Nahrungsmangel beseitigen. Was seine Vorwürfe angeht, damit befassen wir uns anschließend. Das Überleben am Alltag hat Vorrang vor dem Konflikt darunter. Du hast recht, mein Lord. Was meinst du davon? Warum sammeln wir in der Zwischenzeit nicht selbst etwas Nahrung? Alright. Richtig, wenn man Hunger leidet, kann es einem nicht gut gehen. Wir kümmern uns selbst darum. Da sind wir uns einig. Wir kümmern uns um die Angelegenheit. Wurde du doch so lange bei deiner Familie. Okay, jetzt müssen wir sammeln, ist die Frage. Running out of food is a serious issue, no matter the reason. No one should have to stop eating before they're full. That hits a bit different coming from you. let us resolve this matter with haste. Ja, das hittet wirklich anders, vor allem weil Jian halt so viel essen kann. Dann gehen wir mal hier hin, weil hier hat dann auch noch eine Sidequest. Und eine Cutscene. Okay. Können wir kurz reden, bevor du zum Mausoleum aufbrichst? Ich habe noch Neuigkeiten für dich. Gute Neuigkeiten? Ja, es kommt im Waren Laden. Es gibt dort jetzt Sugelmaterialien. Ah. Joa, hab gut gepennt, hab vor allem sehr lange gepennt. Ja, habe schon mitbekommen, Sugelmaterialien dort verkauft werden. Dank dem Wiederaufbau konnten wir ziemlich sehr stabiles Vertriebsnetzwerk errichten. Ich gebe euch ein paar Probeexemplare. Versucht es mal, wenn ihr begeistert seid. Seht euch mal im Laden um. Das ist klar, danke. Ich glaube, es wird für uns aber noch riesiger sein, einfach die zu fahren, oder?
Vor allem, was halt Geld kostet. Fertige Dinge, okay, okay. Wir machen mal diesen Schmied. Ah, okay, das Tutorial hatten wir schon mal. Fair enough. Oh, wir kriegen auch das Material für Zubehör direkt. Gucken wir später dann nochmal nach. A Dawn Lake? Gonna be tricky with all those giant Zoogles running around. Oh? I would have assumed you'd be itching for an excuse to fight them. Well, you know, I'm a bit more of a grown-up now. I don't think that's something actual grown-ups say. Ja, Lor. Der hat Kisauer recht. What? Ah, du bist es. Was machst du hier? Du arbeitest für Dave von Tor, richtig? Ach ja, das ist der Dude, den wir vor dem am Turm gerettet haben, wo eins Licht runtergekommen ist. Also, Sylph runtergekommen ist. Wenn ich mit uns halten willst, muss ich dich darum bitten, nicht so eine Einstellung wie zuvor Rena gegenüber an den Tag zu legen. Schon verstanden. Ich will euch nicht beleidigen. Alles gut, das macht mir nichts mehr aus. Es gibt tatsächlich etwas, das ich dich fragen möchte. Ein paar Mal in der Bibliothek von Visit gesehen. Was hast du da gemacht? Ich schaffe so mit dir zu reden, aber du warst immer so schnell weg, dass ich keine Gelegenheit dazu hatte. Ah, interessant. What? Ich habe Nachforschungen angestellt. Wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit. Bei den finsteren Schwingen sammeln wir gerade Material. Sorry. Oh, entschuldige, wenn ich dich aufgehört habe. Na, kein Grund, dich zu entschuldigen. Es ist nur so, dass wir etwas in Eile sind, Materialien für Waffen zu bekommen. Wir haben nicht genug Waffen, um zum Beispiel Geleitschuss für den Transport von Waren zu bieten. Ich habe gehört, dass die finsteren Schwingen gerade das Sagen über Hagsas Autonomie haben. Was wieder bedeutet, dass das Auftreiben von Waffen bald eine Aufgabe zur Gewährleistung der Sicherheit von Niers ist. Ja, die anderen haben bereits alle Hände voll zu tun, also muss ich schnell etwas unternehmen. Hey! Studie. Nun, ich bin den finsteren Schwingen etwas schuldig. Wenn du so in Eile bist, kann ich dir gerne helfen. Was meinst du? Soll ich dir lieber nicht helfen? Das meine ich nicht. Warum bietest du jemanden wie mir deine Hilfe an? Du brauchst doch Hilfe, oder? Ich dachte nur, ich könnte irgendwie helfen. Ich brauche keine. Wobei, ihr werdet wirklich eine große Hilfe. Was dachte ich mir? Es ist immer besser, mehr Leute zu haben. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich ihm helfe, oder? Ja. Okay. Verstanden. Wir tun, was wir können. Ich weiß wirklich zu schätzen. Zu schätzen. Ich schreibe dir die Materialien auf. Ach und... What? Was ist denn? Was mit dem Gesicht? Nein, nichts dergleichen. Gib mal Bescheid, wenn ihr die Materialien besser macht. Alles klar. Wieso, das hätten wir diese Materialien bereits bei uns. Soll ich sie dir geben? Oh, lol. Okay. Mach mal. Also gut, bitte sehr. Ist gut, danke schon mal. Sag Bescheid, wenn du bei irgendetwas anderem Hilfe brauchst. Also, wir sind da mal weg. Hey, warte, ich wollte mich noch entschuldigen. Ich war damals so grausam zu dir. Ich bereue zutiefst, was ich zu dir gesagt habe. Entschuldigen? Ja, schon okay. Du warst damals in einer anderen Situation, oder nicht? Nein, ich wusste nichts über dich. Ich hatte Angst vor dir, bloß weil du Astral Arts einsetzen kannst. Ich habe seitdem zu dänischen Magie und Magiern geforscht. Geforscht? Du meinst also, dass du in der Bibliothek von Besinn warst, um über Magie zu lesen? Ja, aber ich konnte kaum Bücher über Magie finden. Ich habe ein altes Buch gefunden, in dem stand, dass Magier, die den Leuten eigentlich Gutes taten, gefürchtet und verfolgt wurden. Ich habe gemerkt, dass ich dasselbe mit dir getan habe. Dass ich deine Macht gefürchtet habe. Selbst nach allem, was du für uns getan hattest. Und dadurch hattest du einen Sinneswandel? Ja, und deshalb wollte ich mir für das, was ich getan habe, entschuldigen. Tut mir wirklich leid. Ja, sehr schön. Got it. Oh, danke, Torben. Es ist gut zu wissen, dass es da draußen Leute wie dich gibt. Es gibt noch immer viele, die uns vorstellig finden, aber wir geben unser Bestes, um sie aufzuklären. Du bist eine wahrhaft gute Person. Ich kann kaum glauben, was für ein Idiot ich war. Ja, ein Idiot warst du tatsächlich. Ja, er macht Fehler. Was ist wichtig ist nur, in der Lage zu sein, diese Fehler gerade zu biegen. Wenn man merkt, dass man sie gemacht hat. Ich spiele auf PC. Ist für mich am einfachsten. Okay. Das ist eine schöne Vorstellung. Aber ich hätte das nur sehr wenige das können. Ja. Absolut. Und dafür bewundere ich dich, Torben. Wenn du über Magie wissen möchtest, kannst du mich gerne jederzeit fragen.
Danke. Ich werde es mir merken. Ich will nicht, dass jeder nochmal wegen meiner Ignoranz verletzt wird. Aber ich spiele trotzdem mit Controller. Einfach weil ich gewohnt bin, die ganzen Tales-Games mit Controller zu spielen. Torvin really gave me a lot of courage. Right. Some people like him actually try to understand mages. And I think a lot of that is thanks to your efforts, Rinwell. I hope someday everyone has a proper understanding of magic.